Kuckuck, hallo, hier. Moment mal, machen wir mal so. Ja, hier, jetzt seht ihr mich besser. Für mich zwar jetzt ein bisschen komisch, aber ja, geht. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder auf meinem Kanal bei Kuvenau. Und ja, was soll ich sagen? Der Bau der Erweiterung von der Winderanlage geht in Riesenschritten voran. Nachdem jetzt endlich alle Gleise hier drauf gelegt sind auf dem Kasten und auf dem anderen Bahnhofsteil, sind jetzt endlich alle Gleise drauf und auch überall die Kabel endlich mal dran. Ne? Geht es natürlich ans Verkabeln, weil es bringt mir nichts, wenn ich die Kabel hier an die Gleise angelötet habe, aber sie sind nicht angeschlossen, fahren kann ich dann halt immer noch nicht. Ne? Deshalb muss ich das Ganze jetzt mal anschließen und da habe ich mir einfach gedacht, dann nehme ich euch mal mit und zeige euch mal einfach, wie ich das mache. Ja, das meiste, denke ich mal, wird auch im Schnelldurchlauf sein, weil da gibt es jetzt nicht so viel darüber erzählen, aber bei den wichtigsten Themen oder bei Themen, wo ich denke, ja, das könnte euch interessieren, da mache ich dann mal einen kleinen Break und erzähle euch ein bisschen was drüber. Dann würde ich auch sagen, legen wir gleich los. Ne? Gleich zum Anfang auch schon mal ein bisschen was hier über diese ganzen Komponente, die ihr hier liegen seht. Ist mit Sicherheit für den einen oder anderen interessant, was das alles ist. Mit Sicherheit hat sich der ein oder andere auch schon gewundert, was das eigentlich da alles ist. Ne? Dazu hole ich jetzt erstmal die Kamera ein bisschen näher, damit ihr das ein bisschen größer seht. Da bin ich wieder. Auch wenn ihr mich jetzt nicht immer ganz sehen könnt, aber das Wichtigste ist ja jetzt erstmal hier die einzelnen Komponente. Was seht ihr hier? Zum einen ist hier der Stecker, der Übergabestecker. Hier kommt quasi das Kabel, die Ringleitung vom vorhergehenden Teil rein, wird hier reingesteckt und hier geht es wieder 1:1 weiter. Ja, na gut, okay. Ganz 1:1 stimmt nicht. Dazu aber dann später mehr. Nehmt es momentan mal als gegeben hin, dass das Ganze, was hier reinkommt, 1:1 hier über die Leitung wieder weitergeht ins nächste Teil. Das hier ist dann quasi die Versorgung von dem Kasten hier. Ja? Also jeder Pin ist hier hinten quasi doppelt angeschlossen. Heißt einer, der nach da geht und einer, der in das Kabel hier reingeht. So. Das mal hier für den Übergabestecker. Dann von dem Kabel hier oder von dem Kabel aus geht es als erstes hier in diese Platine hier rein. Die sieht so aus. Die nennt sich bei mir Power Switchboard. Und naja, die macht eigentlich das, was der Name auch sagt. Die schaltet mir die Power, die Stromversorgung. Das heißt, ich kann hier bis zu 4 einzelne Spannungen drauflegen. Also 4 doppelte, 4x2 sozusagen. Also kann ich hier drauflegen und kann die dann hier über die Relais ein- und ausschalten. Ja? Der Rest wird eigentlich 1:1 hier unten weitergegeben. In dem Fall hier habe ich jetzt sogar ein Relais weggelassen, da sind es jetzt sogar nur 3. Aber wir gehen jetzt einfach mal von dem 4-fach aus. Das hier oben ist eigentlich nichts anderes wie ein ganz normaler DCC-Decoder. Und ich kann jetzt halt über Digitaladressen hier diese Relais schalten und kann dann auf diesem Kasten und nur auf diesem Kasten, ja, also das, was hier weitergeht, ist davon nicht betroffen, kann hier auf diesem Kasten dann quasi die Spannungen, die Stromversorgung ein- und ausschalten. Ja, warum mache ich den ganzen Spaß? Naja, das liegt zum Großteil auch an den Teilen hier, an den Servos, weil jeder, der schon mal mit Servos gearbeitet hat, weiß, wenn die Spannung kriegen, also wenn die mit Strom versorgt werden, mit Spannung versorgt werden, dann tun die kurz am Anfang kurz mal zucken. Ja, die machen immer so einen kurzen Zucker. Ja, und da fließt halt dann ein gewisser Strom. Und wenn ich habe es jetzt mal kurz nachgezählt, ich habe mittlerweile über 70 von diesen Servos auf meiner ganzen Anlage verbaut. Und wenn ich jetzt die Stromversorgung einschalte und naja, 70 von den kleinen Teilen fangen plötzlich an zu zucken, dann kommt da mal ordentlich was an Strom zusammen. Der Strom ist dann halt so hoch, dass teilweise mein Netzteil, das verbaut ist, das eigentlich schon so die 5 oder 6 Ampere kann, also das ist ein richtig starkes Netzteil, aber auch das kommt bei dem in dem Einschaltvorgang an seine Grenzen. Ja, das schafft einfach diesen hohen Stromverbrauch, wenn jetzt 70 Servos auf einmal loslegen, schafft es das einfach nicht. Und natürlich könnte ich jetzt hergehen, könnte da ein riesen Netzteil reinkloppen, was weiß ich, 10, 12, 13 Ampere. Das würde das vielleicht dann aushalten, diesen Anfangsstrom, ja,
Aber zum einen, Netzteile, die so einen hohen Strom liefern können, die sind nicht gerade billig, sind auch nicht gerade klein. Ja? Und ja, für was soll ich so ein riesen Netzteil einbauen, wenn ich es im normalen Betrieb gar nicht brauche? Ja, im normalen Betrieb reichen mir die 5, 6 Ampere dicke aus. Ja, das Ding ist kommt noch nicht einmal an seine Grenzen. Aber ich muss halt irgendwas machen im Einschaltmoment. Und da kommen jetzt halt diese Teile ins Spiel. Ja, in dem Moment, wenn ich meine Anlage einschalte, sind quasi alle Teile abgeschaltet. Ja? Und erst wenn ich quasi über eine DCC-Adresse kann ich jetzt jeden Kasten einzeln aktivieren. Ja? Kann ich quasi sagen, Kasten 1 schalte ich ein, Kasten 2 schalte ich ein, Kasten 3 schalte ich ein. Und so geht es halt dann Reihe um. Und so schalte ich quasi die Stromversorgung sukzessive zu. Und dann zucken halt maximal 10, 12, 13 Servos auf einmal. Und das packt halt das Netzteil problemlos. Ja? Deshalb dieser Heckmeck oder dieser ganze Aufwand mit diesen Power Switch Boards, die ich hier einbaue. Wenn ich natürlich auf einem Kasten nur 1 oder 2 Servos habe, dann mache ich den Aufwand natürlich nicht. Ja? Genau. So. Und deshalb kommt als erstes die ganzen Kabel, die jetzt hierher kommen, gehen erstmal hier über das Board, werden hier geschaltet und dann geht es weiter auf meine Power-Verteiler. Ja? Und da brauche ich momentan 3 Stück. Ja? Einmal DCC fahren, DCC schalten und Schaltartikel Stromversorgung. Und die werden wir jetzt alles mal hier so schön einbauen und das Ganze mal verkabeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Für den Anschluss von den Verteilerplatinen habe ich jetzt die Reste aus diesem Kabel hier genommen. Ja, das ist ja ziemlich lang und ich brauche ja da teilweise nicht viel. Ne? Deshalb nehme ich da die Reste, weil das ist 1 Quadratkabel, ne? Oder 1 Quadrat Leitung. Und naja, die Abgänge hier, die mache ich jetzt mit 0,5 Quadrat, aber die Zuleitung, ich meine, da ist dann halt schon ein bisschen mehr Dampf dahinter. Ja. Mache ich dann sicherheitshalber aus 1 Quadrat. Theoretisch würde auch 0,5 Quadrat reichen. Aber wenn wir es schon haben, dann nehmen wir es halt auch. Ne? Genauso wichtig wie jetzt hier eine saubere Verlegung ist natürlich das Beschriften. Ja? Kann ich euch immer nur wärmstens empfehlen, auch wenn ihr solche Verteiler hier habt, beschriftet die, was für Signale die führen. Ja? Weil in einem Jahr oder so wisst ihr das mit Sicherheit nicht mehr. Bei mir ist es jetzt hier DCC fahren, das ist DCC schalten und das ist Power schalten. Genauso Dinge habe ich mir jetzt hier gemacht, so Etiketten, und die kleben wir jetzt einfach mal da drauf. In weiser Voraussicht habe ich mir nämlich da auch schon so richtig schöne Flächen markiert, also freigelassen, dass ich das jetzt einfach hier so reinkleben kann. Jetzt weiß ich jederzeit, was ist und brauche dann nie lang zu überlegen. Dann wäre ich jetzt hier soweit erstmal fertig.
Und es geht weiter bei den weichen Antrieben, genau. Das sind jetzt meine weichen Antriebe. Im Prinzip auch wieder Servos, wo halt hier einfach nochmal umgelenkt werden. Über das Teil, denke ich mal, werde ich auch mal irgendwie nochmal ein separates Video machen und gucken, dass ich euch die Dateien, die 3D-Druckdateien auf meiner Homepage zur Verfügung stelle. Aber habt bitte da noch ein bisschen Geduld. Und dann hängen wir den doch einfach mal so hierher. Gucken, ja, der ist mittig und dann kommt er hierher. Ansteuern von den Servos brauchen wir natürlich einen Servodecoder. Ne? Weil ohne den funktioniert es ja nicht. Ich kann ja hier jetzt keine Impulse drauf geben, damit die Weichen schalten. Deshalb brauchen wir jetzt den Servodecoder hier. Das ist bei mir mal wieder eine Eigenentwicklung. Wie soll es anders das sein? Ne? Viele werden jetzt sich schon wieder beschweren, denke ich mal, in den Kommentaren. Aber ist auch kein Problem. Ihr könnt da natürlich jederzeit auch einen ESU, Switch-Pilot nehmen, etc. pp. Ja? Ich habe mir halt was Eigenes entwickelt. Wie ihr sehen könnt, mache ich unter alle Kabelsockel ein bisschen Heißkleber drunter. Dadurch heben die Kabelsockel einfach besser am Holzkasten. Nachdem jetzt alle Weichen angeschlossen sind, sieht das Ganze jetzt so aus. Ich finde, das Ganze sieht schon ein bisschen aufgeräumter aus da in dem Eck. Ne? Im Gegensatz zu dem vorher natürlich. Ne? Vorher sah es halt doch schon ein bisschen kauderwelschmäßig aus, aber jetzt sieht es schon ziemlich gut aus. Tja, jetzt werde ich mal gucken, dass ich die ganzen Rückmelder hier zusammenfasse, dass das alles auch in einem Kabelstrang dann irgendwo liegt. Ja? Und dass ich das dann Richtung den Rückmeldemodulen lege. Die kommen nämlich hier oben. Also hier auf die Seite, da oben kommen die rein. Ich zeige es mal kurz. Ich halte es mal kurz so rein. Also so soll das Ganze dann irgendwie aussehen hier. Nicht, dass sie runterfallen. Genau so. Ne? Und bevor ich die ganzen jetzt halt hier bevor ich das alles zu einem Klumpen zusammenfasse, werden die noch beschriftet. Ja, also ich tue generell meine ganzen Rückmelder hier beschriften, damit ich einfach später weiß, wenn mal was ist und nicht unter der Anlage liegt, ja, welcher Rückmeldekontakt ist denn das jetzt eigentlich? Ja, das weiß ich ja später dann nicht mehr, das kann ich ja nicht zurückverfolgen, deshalb ist es wichtig, dass die beschriftet werden. Jetzt verwende ich ja zum Beispiel den S88-Bus. Und ja, man kann jetzt wieder streiten, ob S88 wirklich ein Bus ist oder nicht. Also ich sage halt den S88-Bus. Und beim S88-Bus ist ja die Adressvergabe automatisch. Das heißt, beziehungsweise nee, da ist keine Adressvergabe, besser gesagt, sondern das Modul, das direkt nach der Rückmeldezentrale kommt, ist das Modul 1 und das am weitesten weg ist dann das Modul 17 oder so. Ja, einfach mal salopp gesagt. Und alles zwischendrin wird halt automatisch nacheinander hochgezählt. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und könnte an meiner Anlage gucken, na, das ist, wo ist meine Zentrale, wo ist das erste Modul, das zweite Modul, das dritte Modul und wie viele Modul sind jetzt die zwei hier. Könnte ich natürlich machen, habe ich auch früher gemacht, aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, ja, das ganze Ding hier lebt ja mit Sicherheit noch. Ja, auch wenn, sage ich mal, jetzt vielleicht bei der Hauptbahn da weniger dazu kommt, aber da soll ja noch eine Feldbahn vielleicht drauf und da habe ich ja auch noch Rückmeldemodule oder da brauche ich ja auch noch Sensoren, besser gesagt, und da wird dann mit Sicherheit das eine oder andere Rückmeldemodul noch dazukommen. Heißt also, meine ganzen Rückmeldekette, die verschiebt sich dann wieder. Deshalb ist es jetzt weniger sinnvoll, hier zum Beispiel Modul 6 Melder 1 reinzuschreiben, weil später ist es dann vielleicht Modul 7 oder Modul 8. Deshalb habe ich mir da eine andere Vorgehensweise einfallen lassen. Die zeige ich euch jetzt mal, wenn ich einen Bleistift hätte. Da ist eins.
So, deshalb gehe ich immer her und nummeriere die wie folgt. Für die 4, das ist jetzt Kasten 4 nämlich. Danach kommt Kasten 4, dann kommt das Rückmeldemodul, dann mache ich RM für Rückmeldemodul. So, und das wäre jetzt halt das erste Rückmeldemodul. Und jetzt habe ich natürlich mittendrin angefangen. Jetzt fangen wir natürlich erstmal hier an. Das hier wäre jetzt, boah, ich kann es so schlecht schreiben hier in dem Eck jetzt. Also es wäre K4 RM1/1. Dann haben wir hier K4 RM1/2. So, und so mache ich das Ganze jetzt weiter. Dann ist das hier K4 RM1/3. Dann kommt der, dann ist das hier der 5er, also /5. Heißt also, hier habe ich jetzt mal alles fertig, bis 7. Und das Ganze, die ganzen Nummern, die klebe ich mir natürlich dann auch nochmal hier an die Kabelenden, damit ich eben später weiß, wenn jetzt hier oben 20 Drähte ankommen, ja, welcher ist jetzt was, ne? Also im Prinzip so, ne? Somit weiß ich jetzt später immer, das ist der Rückmelder 3 vom Rückmeldemodul 1. Ich weiß, dass das jetzt alles wahnsinnig viel Arbeit ist und auch teilweise zeitaufreibend ist, das alles zu beschriften. Aber später hat man natürlich dann seine Vorteile, ne? Hier sind wir jetzt an der Rückmeldemodule. Also die Rückmelder habe ich schon mal reingeschraubt. Das muss man ja, also das zeige ich euch jetzt nicht extra. Das denke ich, weiß jeder, wie sowas funktioniert oder auch Dings, ne? Das ist ja immer wieder das Gleiche. Kabel habe ich auch alle schon mal so weit hingelegt. Und jetzt werden wir noch gucken. Jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen, wie ich das so anschließe. Da habe ich auch noch mal ein paar Tricks auf Lager, die vielleicht für den einen oder anderen ganz nützlich sind. Vielleicht auch noch mal vorher ein paar Worte zu den Rückmeldemodulen. Auch das sind wieder Eigenentwicklungen von mir. Jetzt wird wieder der ein oder andere stöhnen, ich weiß, oder meckern. Ja, ihr könnt natürlich da auch jedes andere Rückmeldemodul von Litvinski nehmen. Ja. Die können jetzt wirklich nicht mehr wie jetzt ein Litvinski-Rückmeldemodul etc. pp. Für mich ist einfach das eine, einmal natürlich der Preis. Das Teil ist natürlich, wenn ich selbst konstruiere und also selbst herstelle komplett, ist das natürlich wesentlich günstiger, wie wenn ich jetzt ein fertiges Modul kaufe. Und dann, was für mich halt auch immer sehr, sehr wichtig war, oder für mich, wo ich halt auch sehr, sehr viel Wert drauf lege, ist einfach das Anstecken eines weiteren Moduls. Ja, viele, da muss ich dann immer halt mit kurzen Kabelbrücken arbeiten etc. pp. Das finde ich halt nicht ganz so prickelnd. Bei mir, meine Rückmeldemodule haben halt hier neben diese seitlichen Verbinder und wenn ich ein weiteres Modul brauche, dann kann ich das einfach hier neben dran stecken und brauche nicht eine zusätzliche Kabelbrücken machen und so weiter. Das ist halt einfach das, wo ich halt auch sehr großen Wert drauf lege. Auch sage ich mal, dass die Dinger relativ schnell tauschbar sind. Ja? Viele haben halt hier oben nur normale Schraubklemmen und da muss ich dann die ganzen einzelnen Adern rausschrauben. Hier kann ich einfach 2 Stecker rausziehen. Na, komm schon, wenn es geht. Hier kann ich dann einfach so 2 Stecker rausziehen und ratzfatz ist quasi das Modul abgesteckt. Ich kann das Modul rausbauen, kann ein neues reinbauen und kann weitermachen. Ja, das ist halt auch für mich so ein Hauptgrund, oder das ist auch für mich was, wo ich sehr großen Wert drauf lege. Und da habe ich halt wirklich nichts irgendwie auf dem Markt gefunden und deshalb habe ich mir halt einfach meine eigenen Module entwickelt. Leider sind die Originalaufnahmen, wo ich gemacht habe beim Verkabeln von den Rückmeldemodulen, nicht so optimal geworden. Da sieht man eigentlich gar nichts drauf so richtig, weil ich immer ständig mit der Hand da vorne dran war. Und deshalb muss ich euch die ganzen Tipps und Tricks, wie ich das zum Beispiel hinkriege, dass das alles so, sag ich mal, dass die ganzen Kabel so schön sauber nebeneinander aussehen und alle gleich lang sind, wie ich das hinkriege, muss ich euch halt jetzt leider am fertigen Objekt zeigen und muss da ein bisschen simulieren. Ich habe mal noch einen Kabelrest, den habe ich einfach mal hier so reingesteckt, dass es so aussieht, als würde der jetzt hier noch fehlen und da noch hinkommen, ne? Der soll jetzt einfach mal das ganze Kabelbündel simulieren. Und jetzt muss ich ja
gucken, dass ich die Kabel hier drauf kriege, ne, die Leitungen. Und damit die halt auch schön sauber liegen und nicht zu gespannt, nicht zu lang und nicht zu kurz sind. Ne? Deshalb gehe ich da immer her und nehme das erste Kabel von dem Bündel. Ja, oder an der Stelle, wo halt meine Sachen sitzen, nehme ich das erste Kabel, halte mir das einfach mal so hin und gucke, dass die quasi hier so sauber drauf gehen, dass das ein schöner Bogen ist. Ja, und dann gucke ich halt, ich habe hier nochmal so ein Teil, das hätte ich vielleicht erstmal zeigen können. Die Drähte, die gehen ungefähr so bis hierher gehen die ungefähr rein. Ja, also bis zu dem zweiten Strich hier unten gehen die ungefähr rein. Heißt also, ich nehme das Kabel hier, halte es so schön hier hin. Da ist natürlich jetzt halt nichts, deshalb machen wir es nochmal so. Und dann drehe ich das quasi so bei und schaue. Und jetzt sieht man schon wieder nichts mehr, gell, weil ich mit dem Finger vorne dran bin. Ja, wie gesagt, ich halte das so, drehe das hier so bei. Da ist ja normal, da sind ja doch noch keine Kabel, ne? Und dann gucke ich halt, ich kann es jetzt ganz schlecht zeigen, weil ich mit der zweiten Hand nicht dran kann, aber ich gucke halt dann, sage ich mal so, wie lang das so ungefähr ist. Dann mache ich hier den Finger dran, ja. Und jetzt nehme ich quasi einen Meter. Ja, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ne? Also machen wir das Ganze nochmal. So ungefähr. So. Halt das quasi so. Ich greife mal kurz um. Ist jetzt halt alles ein bisschen komplizierter, weil ich es für die Kamera zeigen muss, ne? Und jetzt messe ich von der Stelle aus, da wo die Kabel quasi den Ursprung haben. Von hier messe ich einfach mal, wie lang das ist. Und dann sehe ich, das sind so 7,5 Zentimeter. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich sage, naja, ich nehme die 7,5 cm oder ich gehe zum Beispiel auf 8 cm. Ja, das kann ich dann entscheiden, wie ich will. Ja, ich sage halt lieber ein bisschen länger wie zu kurz. Und dann schneide ich das einfach hier ab. So. Und jetzt habe ich quasi ein Maß, diese 8 cm habe ich dieses Maß und kann das bei jedem einzelnen Kabel hier verwenden. Und dadurch werden die alle gleich lang. Ja, weil das ist ja immer von der Mitte aus hier, sind es immer 8 cm. Ob das jetzt hier so ein paar bisschen weiter rüber oder so geht, ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das macht es dann nicht mehr fett. Ja, also da so genau wollen wir dann auch nicht sein. Ja, das können wir immer noch ein bisschen ausgleichen. Aber so das Hauptmaß, das habe ich dann jedes Mal. Ich weiß jetzt, jede einzelne Leitung muss einfach 8 cm haben. Und jetzt kann ich ganz normal abisolieren, Aderenthülsen dran machen und kann das reinschrauben. Die Verdrillung von den Leitungen, die lasse ich übrigens zusammen bis kurz vor den Anschlusspunkt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, dann mache ich ungefähr so 1,5 bis 2 cm davor mache ich die Verdrillung weg. Sonst lasse ich die komplett bis hier rein noch dran. Und das war auch schon die ganze Kunst, damit das alles so schön sauber aussieht hier. Und jetzt machen wir das Ganze mal weg. Und auch hier wieder, wenn man jetzt sieht, wie chaotisch das am Anfang ausgesehen hat mit den ganz vielen Drähten und wie man das jetzt wieder sieht, dann denkt man, ja, so kompliziert, so aufwendig ist es doch gar nicht, ne? Ich nähere mich mit wirklich riesigen Schritten der Zielgeraden, endlich könnte man sagen, ne? Ist jetzt auch schon wieder lang genug, wo ich an dem Kasten hier dran hocke und die ganze Verkabelung mache. Ja, für euch ist das natürlich ein kurzes Video, aber für mich sind es dann immer wieder mehrere Tage, ne, wo ich da dran sitze. Und zu Beginn habe ich ja euch gesagt, naja, eigentlich ist die Belegung hier 1:1. Also jedes Kabel, jede Ader, die hier in die Leitung geht, ist auch hier angeschlossen. Da habe ich ja gesagt, naja, stimmt nicht ganz. Und so ist es auch. Es sind nämlich 4 Adern. Die sind nämlich immer nur von dem Stecker hier in dieses Kabel angeschlossen. Oder in die Leitung hier angeschlossen. Also immer quasi von dem vorgehenden Kasten in den Nachfolgekasten. Heißt also quasi immer von dem Stecker, der hier kommt, wenn der hier reingesteckt wird, die 4 Adern, die kommen dann hier raus. Und was hat das jetzt eigentlich, warum mache ich eigentlich so einen Quatsch? Ne? Könnte man jetzt sagen, ja, warum macht er das eigentlich? Warum drückt er die nicht auch durch? Das hat eigentlich einen einzigen Hintergrund. Ihr wisst ja, ich baue eine transportable Anlage. Und wenn ich eine transportable Anlage baue, dann muss ich sie ja zerlegen können und deshalb habe ich die ja in einzelne Kästen unterteilt. Jetzt ist es ja so, dass meine Gleistrasse hier oben oder hier, die geht ja über alle Kästen drüber.
und ich muss ja den gesamten Streckenabschnitt überwachen mit dem Computer. Ja? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier das Gleisstück überwache und das nebendran ist dann nicht mehr überwacht. Würde zwar auch gehen, aber macht relativ wenig Sinn. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, ist ja kein Problem, ich mache halt in jeden Kasten mache ich einfach ein Rückmeldemodul rein und dann kann ich ja die Leitungen dort anschließen, ne, die Gleise dort anschließen. Einfacher könnte ich kein Geld verbrennen, sozusagen, ja, weil jedes Rückmeldemodul kostet ja ein paar Euro. Ja, wenn man es nicht gerade jetzt wie ich selbst baut, ist es noch ein bisschen teurer. Und wenn ich dann wegen 2 Sensoren, zum Beispiel bei mir jetzt hier in der Kurve, habe ich genau 2 Sensorabschnitte. Ja? Und wenn ich jetzt wegen den 2 Sensorabschnitten extra da in der Kurve ein Rückmeldemodul einbauen würde oder müsste, ja, das wäre dann halt, wäre schon eine kostspielige Aktion. Deshalb habe ich jetzt halt hier 4 Adern und das heißt quasi nichts anderes, dass ich die 2 Abschnitte, diese 2 Gleisabschnitte von den Rückmeldemodulen in dem Kasten hier überwache. Ja? Und deshalb habe ich immer 4 Adern, die sind individuell von dem vorhergehenden Kasten in den Nachfolgekasten. Ja? Müsste ich das dann halt nochmal weiterbrücken in einen noch einen weiteren Kasten, müsste ich mir dann halt irgendwas überlegen, wie ich die dann da wieder anschließe. Aber brauche ich jetzt momentan nicht. Mir reicht es, sage ich mal, vom vorhergehenden Kasten in den Nachfolgekasten. Jetzt hier schon mal vorbereitet. Das sind jetzt hier die 3 Adern und die werde ich jetzt einfach mal mit den Kabeln hier verlängern. Ne? Und dann geht das Ganze zum Rückmeldemodul. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie alles komplett fertig aussieht. Hier ist quasi das Kabel, das hier doppelt angelegt ist, wo hier die Versorgung für den Kasten macht. Das ist jetzt hier aufgelegt. Auch alles schön mit Steckverbindungen, dass man es relativ schnell trennen kann in einem Fehlerfall, in einem Problemfall. Dann hier nochmal die 3 Verteilerplatinen und hier seht ihr auch nochmal die angelenkten Kabel für die Rückmelder, die quasi aus dem vorhergehenden Kasten kommen, was ich eben erklärt habe. Und die gehen halt dann einfach hier weiter. Hier habe ich dann den ganzen Kabelstrang nach oben. Ja. So sieht es jetzt eigentlich alles aus. Schön aufgeräumt und sauber, damit man jederzeit, wenn man ein Problem hat, alles wieder findet. Ja, und das kann ich euch immer nur wieder empfehlen. Macht eure Verkabelung ordentlich und sauber, weil wenn ihr ein Problem habt, findet das wirklich richtig schnell. Auch wenn halt so eine Verkabelung aufwendiger ist und mehr Zeit in Anspruch nimmt und wenn man es halt vielleicht ein bisschen nicht so ordentlich macht, da geht es ein bisschen schneller, aber in einem Fehlerfall seid ihr halt dann wirklich einfach schneller, wenn ihr eine ordentliche, saubere, aufgeräumte Verkabelung habt. Und meine Erfahrung hat dann auch gezeigt, wenn eine Verkabelung ordentlich und sauber gemacht ist, hat man einfach auch weniger Fehler. Das war mein kleines Video über Verkabeln von solchen Segmentkästen hier. Ich hoffe, ich konnte euch da einen relativ guten Einblick geben, wie ich an so eine Verkabelung von so einem Teil rangehe, was ich alles so verwende, wie ich das Ganze aufbaue. Auch wenn ich hier wieder sehr viel eigene Hardware entwickelt habe. Natürlich könnt ihr jederzeit eure Hardware, die für euch am optimalsten ist, natürlich verwenden. Ja? Also ich meine, der Markt ist riesig und das, was jeder für seine Zwecke am besten hält, das soll er auch bitte schön verwenden. Ich gehe halt den Weg über eine Eigenentwicklung. Dennoch werde ich gucken, dass ich so ziemlich alles, was ich hier verwendet habe, außer diese Power Switchboard, die werde ich definitiv nicht veröffentlichen. Aber sonst werde ich gucken, dass ich alle Komponenten, sei es Decoder, sei es diese Verteilerplatinen und so weiter. Trotzdem werde ich gucken, dass ich alle diese Komponenten nach und nach bei mir auf der Homepage für euch zum Nachbau zur Verfügung stelle. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.